Ich bin offiziell in Morelia angekommen. Ich bin auf der Plaza de las Armas. Dieser wunderschöne Platz mitten im Zentrum von Morelia, und hinter mir seht ihr die zwei Türme von der Kathedrale, die wir uns gleich zusammen anschauen. Morelia ist die Hauptstadt des Bundesstaates Michoacán. Der Bundesstaat Michoacán befindet sich westlich vom Hauptstadtdistrikt Mexico City und ist innerhalb von 4 Stunden mit dem Bus erreichbar. Der Name Michoacán kommt von der Sprache der Azteken, das heißt aus dem Nahuatl. Und Michoacán bedeutet der Ort der Fischbesitzer. 1991 wurde Morelia zum Weltkulturerbe von der UNESCO ernannt. Das liegt vor allem an der außergewöhnlichen Architektur, die im historischen Stadtzentrum zu finden ist. Man sagt dazu auch Barroco Moreliano, das heißt morelianisches Barock. Dazu erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr. Ich befinde mich nun vor der Kathedrale von Morelia. Diese Kathedrale wurde zwischen dem 17. und 18. Jahrhundert erbaut und sie ist so groß, ich hoffe, dass sie ins Bild passt. Sie ist in einem rötlichen Stein gebaut und erinnert mich sehr an den Freiburger Dom, den Dom in Freiburg im Breisgau. Überhaupt hat diese Stadt einen sehr ähnlichen Flair aufgrund der roten Steine. Diese roten Steine nennt man Cantera Rosa. Morelia ist bekannt für die Cantera Rosa. Das ist ein rosaner Vulkanstein, der hier in sehr vielen Gebäuden zu finden ist und die Architektur einzigartig macht. Wir sind in der Straße Benito Juárez, wo hier auch Weihnachtsdekoration steht und die uns direkt frontal zur Kathedrale bringt, die wirklich sehr, sehr groß ist und sehr breit, mit 2 wunderschönen Türmen. Guten Morgen, meine Lieben. Heute ist ein neuer Tag angebrochen. Wir sind in Morelia. Meine Freundin Gisela hat mich eingeholt und sonntags wird die Innenstadt geschlossen. Das heißt, es gibt keinen Verkehr und man kann hier entspannt laufen und Fahrrad fahren oder auch tanzen da vorne mit der Tanzgruppe. Wir haben heute ganz viel vor. Wir wollen magische Dörfer besichtigen im Bundesstaat Michoacán in Mexiko und ich freue mich drauf. Ich bin bereit für ganz viel Spaß. Auf der Fahrt von Mexico City nach Morelia fährt man am Lago de Cuitzeo vorbei, das heißt am See Cuitzeo. Das ist ein riesengroßer See, den man aus dem Bus aus bestaunen kann. Und die Busse in Mexiko sind besonders bequem. Man kann auf jeden Fall schlafen in den Reisebussen und seine Beine ausstrecken oder die Landschaft genießen. Ich habe einiges an Videomaterial aus Michoacán mitgebracht. Dieser sehr touristische Bundesstaat ist einen Ausflug über mehrere Tage auf jeden Fall wert und deswegen wird es mehrere Videos geben über Dörfer, Ortschaften und kulturelle Ereignisse, die wir hier in Michoacán erleben durften. Griselda und ich zusammen. Freu dich drauf und schau alle weiteren Videos über Michoacán. Griselda und ich werden die archäologische Stätte Tzintzuntzan besichtigen und auch zur Stadt Pátzcuaro fahren, die äußerst touristisch und wunderschön ist. In Pátzcuaro werden wir einiges erleben und lernen über die Kultur des indigenen Volkes der Purépecha, die hier in Michoacán leben und über ihre traditionelle Textilkunst erfahren. Du darfst die Videos über Michoacán also auf keinen Fall verpassen und nun geht es zurück nach Morelia. Wir steuern jetzt auf die Plaza de las Rosas und die Iglesia de las Rosas zu. Die Iglesia de las Rosas ist die Kirche der Rosen, die hier direkt geradeaus sich befindet und hier ist der Platz de las Rosas. Morelia ist die rosane Stadt aufgrund des rötlichen Steines, aus dem viele Gebäude gebaut wurden. In diesem Gebäude hier auf meiner Linken befindet sich ein Teil der Universität von Michoacán und von hier aus hat man Blick auf die Plaza de las Rosas und die Iglesia de las Rosas.
Wir befinden uns gerade in der Vorweihnachtszeit und deshalb sieht man sehr viele Weihnachtssternblumen. Das sind diese roten Blumen überall in den Gärten und im öffentlichen Raum. Diese Blume verwenden wir auch sehr gerne in Deutschland. Diese Blume kommt ursprünglich aus Mexiko und heißt Quetzalcoatl. Dieses Wort kommt aus dem Nahuatl, das ist die Sprache der Azteken und bedeutet die Blume, die verwelkt. Das Wort Xochitl bedeutet Blume und wird hier sehr gerne als Vorname verwendet. Die Busfahrt und die erste Erkundungstour haben mich hungrig gemacht, deswegen habe ich ein vegetarisches Restaurant gefunden mit einem ganz tollen Buffet. Es war sehr, sehr lecker und vor allem befand sich dieses vegetarische Restaurant genau gegenüber vom Kunstmarkt, vom Kunsthandwerkmarkt und da schmeiße ich mich jetzt rein. Ich bin ja stets auf der Suche nach traditionellem Kunsthandwerk, das ist ja mein Lieblingsthema und ich freue mich drauf, euch hier einiges zeigen zu können an Kleidung, Accessoires und anderen Gegenständen, die traditionell aus Michoacán kommen und hier auch hergestellt werden. Morelia ist auch bekannt für seine Süßigkeiten. Zum Beispiel gibt es hier ganz viele Süßigkeiten aus Quitte. Und es gibt auch ein Museum komplett über Süßigkeiten, das ich kurz besucht habe, aber leider habe ich da kein Video gemacht. Ich freue mich, dass du jetzt hier durch die Gänge mit mir spazierst. Ich habe mir eine Schürze gekauft. Außerdem gibt es hier handgemachte Kleidung mit sehr, sehr schönen bunten Stickereien und auch Sandalen aus Leder, die von Hand gemacht werden. Es gibt auch viele Accessoires, wie zum Beispiel Geldbeutel oder auch Wäsche für den Tisch, das heißt Servietten und Tischdecken. Ich habe zufälligerweise einen Geldbeutel gefunden, der perfekt zu meiner Wolljacke passt. Diese Wolljacke habe ich in San Cristóbal de las Casas gekauft, das heißt in einem ganz anderen Bundesstaat, im Bundesstaat Chiapas und ich war ganz erstaunt und froh, hier einen perfekt passenden Geldbeutel zu dieser Jacke zu finden. Dieser Kunsthandwerkermarkt ist eine tolle Möglichkeit, um mit den Menschen vor Ort in Kontakt zu kommen und auch ganz viele tolle Souvenirs zu ergattern. Ich schaue mir jetzt die öffentliche universitäre Bibliothek an, die ursprünglich ein christlicher Tempel war und zu einer Bibliothek umfunktioniert wurde. In Morelia wurden einige christliche Tempel oder Einrichtungen zu Bildungsstätten umfunktioniert. Das finde ich super spannend. Diese Kirche stammt aus dem 17. Jahrhundert und ist im neoklassischen und barocken Stil gebaut. Hier habe ich uralte Bücher gesehen und war ganz schön erstaunt, wie gut sie sich gehalten haben und wie eindrucksvoll diese Bücher damals hergestellt wurden. Man kann sich halt also hinsetzen und studieren oder lesen in dieser ganz besonderen Atmosphäre. Ich befinde mich gerade im Kulturzentrum Clavijero. Hier werden aktuell im Hof die Weihnachtsdekorationen aufgebaut. In diesem Kulturzentrum gibt es einige Säle mit interessanten Ausstellungen, mit Kunstwerken und auch über die Geschichte von Michoacán und der Stadt Morelia. Direkt gegenüber von der Kathedrale haben wir den Palacio de Gobierno von Michoacán. Das ist sowas wie der Bundestag von Michoacán oder das Rathaus von Michoacán, auch in dieser Architektur mit diesem wunderschönen roten Stein und der mexikanischen Flagge oben. Und auch der Glocke, die die Unabhängigkeit symbolisiert. Mit dem Balkon, von dem aus immer am 15. September jeden Jahres El Grito stattfindet. Das ist der Schrei der Unabhängigkeit. Ich befinde mich auf der Avenida Francisco Madero. Hier sind noch einige Kirchen und beeindruckende Gebäude. Diese Allee bringt mich zur Fuente de las Tarascas.
Das ist der Brunnen der Tarascas oder Purépechas, das heißt des indigenen Volkes von Michoacán. Das ist auf jeden Fall eine Sehenswürdigkeit hier in Morelia. Ich bin am Jardín Villalongín angekommen. Hier ist es wirklich sehr, sehr hübsch und man sieht auch schon den Anfang des Aquädukts, der hier hinter mir läuft. Diese große Straße entlang läuft der Aquädukt dann weiter und hinter mir auf dem Kreisverkehr befindet sich La Fuente de las Tarascas. La Fuente de las Tarascas ist sehr emblematisch für Morelia, denn die Figuren, das Kunstwerk, das sich auf dem Brunnen befindet oder den Brunnen ausmacht, sind 3 Statuen, die wir uns gleich näher anschauen. Hinter mir seht ihr also die Fuente de las Tarascas. Tarascas ist ein anderes Wort für Purépecha. Purépecha ist das indigene Volk, das ursprünglich in Michoacán lebt. Diese Statuen stellen die Purépechas dar und sie tragen einen sehr großen Korb mit den Früchten aus der Region. Es handelt sich hier nicht um die originelle Statue. Die originelle Statue wurde 1930 erstellt und später durch diese Kopie ersetzt. Gegenüber vom Brunnen der Tarascas befindet sich die romantische Straße, El Callejón del Romance, und hinter mir sieht man ein junges Mädchen, die gerade ein sehr romantisches Kleid trägt oder anzieht. Wahrscheinlich feiert sie gleich ihren 15. Geburtstag und ist deswegen so hübsch gekleidet, sehr passend zur romantischen Straße, die wirklich sehr, sehr hübsch ist und wo einige Cafés sind. Ich glaube, abends ist hier bestimmt viel mehr los als jetzt am frühen Nachmittag. So sieht der Eingang aus zum Callejón del Romance, kann man also wirklich nicht verpassen, mit diesem großen Herz, und wenn man möchte, kann man hier auch ein dickes Schloss, ein Liebesschloss dranhängen und sich verewigen. Am Aquädukt entlang verläuft auch eine sehr schöne Promenade, hier ein sehr schöner Weg, auf dem man laufen kann, und die Bäume sind hier auch dekoriert mit Weihnachtskugeln aus Ton. Das ist sehr, sehr hübsch. Und auf dem Platz der Rebellion gibt es sogar diesen Sonntag eine vegane Kirmes, die man hier sehen kann. Freier Eintritt, Kermes Vegana Morelia. Hier direkt am Aquädukt. Es ist ja so vegan-friendly, vegetarian-friendly. Für alle, die gerne lesen und gerne im Park entspannen oder in einem Garten entspannen, finde ich es hier wirklich sehr, sehr schön. Sehr schöne Terrasse. Man kann direkt auf den Aquädukt blicken und hier im Garten sitzen und es sich gut gehen lassen. Das Café, das ich euch gerade gezeigt habe, gehört zur UNAM. Die UNAM ist die Universidad Autónoma de México. Das ist die Autonome Universität Mexikos und eine der größten Universitäten der Welt, sowie die erste Universität Nordamerikas, weil sie 1910 gegründet wurde. Der Hauptcampus ist in Mexico City, oder der einzige Campus, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist der Campus in Mexico City sehr, sehr groß und es ist eben eine exzellente Universität, die UNAM, Universidad Autónoma de México. Ich laufe also noch ein bisschen hier diese Promenade runter. Bis zum Ende des Aquädukts möchte ich ankommen. Hier können wir noch etwas sehr Interessantes für Mexiko beobachten, denn hier steht Willkommen Pilger. Am 12. Dezember 1531 ist der Legende nach
die Virgen de Guadalupe, also die Jungfrau von Guadalupe, einem Indigenen auf dem Cerro de Tepeyac erschienen. Seitdem sind viele Indigene dem Christentum konvertiert und heidnische Glauben haben sich mit dem Christentum auch vermischt. Die Virgen de Guadalupe ist hier mit Abstand die am meisten verehrte christliche Figur. So sehr, dass die Basilica de Guadalupe in Mexico City das am meisten besuchte katholische Tempel ist oder christliche Tempel ist auf der Welt. Denn es pilgern jährlich 20 Millionen Menschen zur Basilica de Guadalupe. Das sind mehr Menschen als zum Vatikan in Rom pilgern. Das bedeutet, es ist der meistbesuchte katholische Ort oder der Ort, zu dem am meisten gepilgert wird auf der ganzen Welt. Und hier wurden offensichtlich auch vor ein paar Tagen Pilger empfangen und es ist auch zu bemerken, dass viele Pilger auf den Knien hier ankommen oder zur Basilica de Guadalupe in Mexico City. Das heißt, viele Pilger erreichen ihr Ziel, ihren Tempel auf den Knien. Offensichtlich wurde vor wenigen Tagen das Fest der Guadalupe in dieser Kirche und auf dem Platz hier gefeiert. Hier hängt also noch die Einladung und auf dem Platz laufen Aufräumarbeiten von den Ständen, die da am Wochenende waren. Die Kirche ist von drinnen auch äußerst beeindruckend. Sie ist sehr viel mit Gold geschmückt. Mexiko ist ein reiches Land an Gold und Silber und das haben die Kolonialmächte natürlich sehr gerne mitgenommen. In dieser Kirche kann man auch sehen, wie die Indigenen zum christlichen Glauben konvertiert wurden. Hier sieht man ganz deutlich Priester, die indigene Völker taufen und auf der anderen Seite gibt es auch noch ein sehr ausdrucksvolles Bild, wo das Christentum über dem indigenen Glauben gestellt wird. Man sieht, wie Indigene hier eine Opferzeremonie vorbereiten, aber das Christentum sie davon abhalten soll und sie zu anderen Bräuchen konvertiert. Der gesamte Innenraum der Kirche ist mit Gold oder Blattgold geschmückt und schaut euch nur diesen Altar an. Ich kann nicht genau sagen, ob der aus Gold ist oder Blattgold. Auf jeden Fall glänzt er sehr stark und soll auf jeden Fall Gold darstellen oder ist möglicherweise auch Gold. Es ist auf jeden Fall sehr beeindruckend und sehr schön dekoriert mit ganz vielen Blumen aufgrund des Festes. An dieser Kirche ist die Fakultät für Jura und Sozialwissenschaften angeschlossen. Ich finde es super sinnvoll, christliche Gebäude zu Bildungseinrichtungen umzufunktionieren. Sie bieten auf jeden Fall die notwendige Infrastruktur und haben dadurch eine sehr gute Funktion. Ich bin hier auf dem Platz Morelos angekommen, José María Morelos. Hier oben auf der Statue ist er zu erkennen, einer der Helden des mexikanischen Unabhängigkeitskrieges, der der Stadt Morelia seinen Namen gegeben hat. Und dieser Platz ist wirklich sehr, sehr schön, sehr schöne Vegetation und befindet sich direkt neben dem Aquädukt, der hier entlang fährt. Und die Atmosphäre hier ist wirklich sehr, sehr schön. Gestern hat hier eben das Fest der Virgen de Guadalupe stattgefunden. Deswegen finden hier gerade Aufräumarbeiten statt. Ich bin jetzt in Bosque Cuauhtémoc angekommen. Der befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite von der Plaza Morelos. Und ich habe wirklich einen super schönen Eindruck gewonnen von der Stadt Morelia. Innerhalb eines Nachmittages habe ich zu Fuß, ich glaube, die wichtigsten Sehenswürdigkeiten schnell abgeklappert. Es gibt sicherlich noch einiges zu sehen und auch einiges mehr in der Tiefe zu erkunden. Trotzdem kann ich Morelia bereits sehr empfehlen als Ausflugsziel von Mexico City aus, denn es sind nur 4 Stunden mit dem Bus von Mexico City aus und dann kann man ein Wochenende in Morelia und im Bundesstaat Michoacán in Mexiko verbringen. In Michoacán gibt es eben noch einige sehr schöne Dinge zu erkunden, wo ich euch hoffentlich auch noch mitnehmen kann. Ich bin am Ende vom Aquädukt angekommen. Wie ihr seht, ist hinter mir das letzte Häuschen. Und hier ist der kleine Aquädukt, der mittlerweile ganz niedrig ist.
Ja, ich glaube, das wird ein rundes Video. Ich freue mich, dass du dabei warst, mit mir Morelia an einem langen Nachmittag zu Fuß zu erkunden. Ich freue mich, morgen und übermorgen noch andere Orte im Bundesstaat Michoacán kennenzulernen und dich dahin auch mitzunehmen. Morelia hat einen sehr, sehr schönen Eindruck auf mich gemacht, obwohl ich jetzt erst einen Nachmittag hier verbracht habe. Finde ich das wirklich sehr, sehr schön hier und könnte mir vorstellen, auch ein bisschen länger hier zu bleiben. Ich unterstütze dich gerne dabei, deine Reise nach Mexiko zu planen, damit du hier traumhaft schöne Erlebnisse mitnehmen kannst. Und ich hoffe sehr, dass dieses Video dir gefallen hat und dass du beim nächsten Video über meine Ausflüge hier in Michoacán oder andere Orte, die ich in Mexiko kennenlernen durfte, dabei bist. Also, bis zum nächsten Video. Ciao!